Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Wenn das Ganze hier so aufgebaut ist, dann wollen wir sehr wahrscheinlich einen Automatikgetriebeölwechsel durchführen, wie im Titel auch beschrieben. Was ist das für ein Fahrzeug? BMW F11, F10, der 2 Liter, 4-Zylinder, 140 kW, Motorcode B47 und speziell das Getriebe GA8HP-50Z, das ZF-Getriebe. Und bei dem wollen wir einmal einen Automatikgetriebeölwechsel durchführen, obwohl er eine lebenslange Befüllung hat. Also man soll es eigentlich nicht wechseln, aber wie wir wissen, die lebenslange Befüllung ist ein Autoleben, nicht unser Leben. Autoleben ist 150.000 und, ich glaube, 8 Jahre. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Deswegen zu empfehlen ist, das Ganze zu wechseln, denn das Fahrzeug hat so ein bisschen Schaltschwierigkeiten, schaltet nicht so schön und natürlich bei der Laufleistung, der hat 230.000 runter oder 233.000 runter. Und da wollen wir einmal den Ölwechsel durchführen. Das haben wir auch schon bei dem 4er BMW gemacht und bei dem F07, bei dem 5er GT. Natürlich haben wir es bei mehreren schon gemacht. Ich rede jetzt über die Videos. Wir verlinken das Ganze auch unten in der Videobeschreibung, die 2 Videolinks. Wer da Bock drauf hat, zieht es sich rein. Und zu empfehlen ist folgendes Werkzeug von XXL bzw. von Stahlmarks. Bei XXL Automotive könnt ihr das Ganze kaufen. Und einmal so einen Getriebeöladapter, womit ihr das sehr, sehr gut befüllen könnt. Der ist eigentlich für Toyota, aber irgendwie passt er ziemlich gut für den BMW. Es gibt natürlich zig unterschiedliche Getriebeöladapter, aber der ist meiner Meinung nach zu empfehlen für die Geschichte. Und ja, wir haben von ZF Getriebeölwechselsatz. Anleitung ist leider nicht mehr dabei. Das ist jetzt die Anleitung aus einem anderen Getriebesatz. Das Ganze ist nur noch digital erhältlich. Denn wir haben wir machen immer so eine eigene kleine Mischung, wie man den Getriebeölwechsel durchführen kann, denn der Ölwechsel ist relativ simpel, aber Getriebeölstand kontrollieren, den wir ja nach dem Ölwechsel machen müssen, da gibt es einen großen Unterschied, und zwar mit Getriebeölkühler, mit oder ohne Getriebeölkühler, denn da sollte man das Fahrzeug auf über 70 Grad bekommen, damit das Ventil schaltet, damit sich das System vernünftig entlüftet, und dann soll man das ja auch noch runterkühlen lassen. Dann soll man das Ganze auf 40 Grad erwärmen, runterkühlen lassen. Also da gibt es so ein paar Kriterien, die man einhalten könnte. Viele machen es nicht, wechseln einfach, im Leerlauf laufen lassen, befüllen und weiterfahren. Deswegen ist wichtig, wenn ihr das auf vernünftig, profimäßig Basis machen möchtet, organisiert euch einen Diagnosetester, dass ihr wisst, wie hoch die Getriebeöltemperatur ist, wenn ihr nach dem Wechsel den Getriebeölstand hundertprozentig korrekt machen wollt, denn das Ganze ist etwas temperaturabhängig. So, welchen Vorteil habt ihr noch mit dieser Pumpe? Damit können wir nämlich Getriebeöl vollpumpen und wir können das angeschlossen lassen, können hier den Adapter schließen, damit das Getriebeöl nicht zurückläuft oder zurücklaufen kann, und können immer gleichzeitig laufen lassen und nachpumpen. Denn es ist meistens immer sehr schwierig, unten zu stehen, laufen lassen, durchschalten. Natürlich empfiehlt es sich, das Ganze mit 2 Personen zu machen. Ja, so sieht das Ganze einmal aus, und zum Beispiel von der Marke Ottofix, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt aber auch, glaube ich, mittlerweile gibt es ja viele Handy-Apps, womit man da die Getriebeöltemperatur auslesen kann. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, welche Handy-Apps oder Handy-Auslesegeräte ihr habt für euer Fahrzeug. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. So. Das Ganze dazu. Genau, wir machen so eine kleine eigene Mischung, wie wir Getriebeöl wechseln können oder gewechselt werden kann. Also die Reihenfolge verändern wir einfach nur ein bisschen, die für mich logischerweise irgendwie logischer ist. Ja, ich würde sagen, Auto hoch, Getriebeöl ablassen, befüllen und das Ganze durchschalten, warm fahren. Wir müssen auch gleich mal gucken, ich zeige euch auch, woran ihr erkennt, ob er einen Getriebeölkühler hat. Ja, wir machen das Ganze gleich auch noch auf, gucken uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, los geht's. Also, um auf das Gerät ein bisschen einzugehen, ihr habt hier einmal, wo ihr das Ganze aufmachen und schließen könnt, den Adapter. Die jeweiligen unterschiedlichen Adapter könnt ihr dann hier rein festmachen, das Ganze. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier
halt zu schließen, öffnen, schließen. Dann das Ganze mechanisch könnt ihr pumpen und habt hier auch nochmal Möglichkeiten auf und zu machen das Ganze, dass er pumpt oder halt zurücklaufen kann. Füllmenge 7 Liter, sogar mehr als 7 Liter, die man machen kann. Und ja, das Ganze erklärt sich von alleine. Hier befüllen oder das Ganze hier abschrauben, lässt sich auch demontieren. Ja, und dann halt braucht ihr nur noch die jeweils passenden Adapter für den BMW jetzt zum Beispiel. Für den BMW ist eigentlich ein anderer Adapter vorgesehen, aber wir verlinken das Ganze mal unten, beziehungsweise die ganzen Adapter, die Adapterseite werden wir mal verlinken, denn es gibt wirklich genug unterschiedliche Adapter, die man dazu benutzen kann. Viel Universelles, was man einfach nur einhängt. So kann das Ganze dann einmal aussehen. Wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Adapter. Deswegen checkt das unten mal ab, könnt ihr euch das Ganze angucken. Und falls so ein Adapter nicht passt, könnt ihr immer so einen Universell nehmen, den draufschrauben und lospumpen. Ja, und so sieht einmal der Satz aus zum Wechsel. Warum ist dieser Deckel immer mit dabei? Weil der Filter hier drin sitzt. Hier läuft einmal, sitzt der Filter und der ist halt hier eingegossen, der ist nicht wechselbar. Deswegen kriegt man immer diesen Deckel mit, weil es gibt Sätze, wo man quasi nur das Öl kaufen kann und manche denken, dass der Deckel überflüssig ist, aber der Filter sitzt hier drin. Genauso hier sind die Magnete. Wir gucken uns nachher auf dem alten Getriebe das an. Warum hier einer fehlt, weiß ich nicht. Ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Wird wohl irgendeinen Grund haben. Manche liegen auch hier drin. Es gibt da unterschiedliche. Und die wurden, weil die Originalen haben hier, glaube ich, welche sitzen. Und die Nachbauten bzw. Zubehör haben die hier sitzen. Warum auch immer. Wird wohl einen Grund haben, warum das geändert wurde. Und ja, deswegen ist der Deckel mit dabei. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Liter ZF. Getriebeöl. Mehr, achso doch, Schrauben waren auch mit dabei. Moment. Schrauben. Alles einmal neu. Nicht nur die Schrauben, sondern auch die Ölzulaufschraube. So, mehr ist nicht dabei. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal die alte Suppe ablassen. So mit einer 10er Mutter dieses Blech hier abschrauben, weil wir hier seitlich mal dran müssen. Ich hoffe, dass der Adapter da dran kommt. Sieht ein bisschen knapp aus. Es wird ein bisschen schwierig, hier dran zu kommen. Und hier können wir dann einmal sehen, die Aufschrift Lifetime Öl Warning. Warning, aber ganz ehrlich, das hätten die meiner Meinung nach sich echt sparen können, weil viele denken dadurch, dass die wirklich nie das Öl wechseln müssen. So, wir schrauben das Ganze mit einem 10er Imbus ab. Ich fange das Öl sehr gerne immer auf, um zu gucken, erstens, wie viel drin war und wie der Zustand von der ganzen Geschichte ist.
Und mit einem T40 Torx schrauben wir das Ganze jetzt einmal ab. Ja, und wenn wir das Ganze sauber haben, die Löcher auch alles einmal ausgepustet, das Ganze hier einmal entfettet, ja, da wird die ganze Zeit Öl nachtropfen. So, den hier ein bisschen ölen, also hier die ganze Geschichte. Hauchdünn Öl drauf. Und dann können wir das Ganze wieder einsetzen. Und die Schrauben bekommen wirklich nicht mehr als 10 bis 12 Newtonmeter. Und das Ganze immer schön über Kreuz, das Ganze festziehen. Und mit einem 8er Imbus könnt ihr dann die Schraube abschrauben, um Getriebeöl zu befüllen.
So, den Getriebeöladapter haben wir drauf bekommen. Dafür müsst ihr die Halterung einmal lösen, das Ganze ein bisschen absenken, dann könnt ihr den vernünftig reinsetzen, sonst könnt ihr das Gewinde beschädigen und dann habt ihr ein richtiges Problem. So, den Getriebeöladapter rein und dann könnt ihr das Ganze wieder festschrauben, damit er natürlich in seiner geraden oder in seiner Fahrposition ist, weil nicht Getriebeöladapter reinschrauben, wenn er hier so runterhängt, dann verfälscht ihr natürlich die Ölmenge. So, das Ganze wieder festschrauben, weil am Schlauch ist noch genug Spiel, dass der da nicht drankommt, aber ich hoffe, dass XXL den oder Stahlmax den Adapter irgendwann ändert, weil eigentlich ist er für Toyota, aber der passt hier sehr, sehr gut rein, so dass wir permanent immer befüllen können und uns die Suppe nicht auf die Hände läuft. So, und jetzt können wir das Ganze anschließen und ich zeige euch jetzt, woran ihr erkennt, ob ihr einen Getriebeölkühler habt, weil da müsst ihr dann, wie gesagt, den einmal auf 70 Grad erwärmen, dass er einmal schaltet. So, und hier dran könnt ihr erkennen, ob ihr einen Automatikgetriebeölkühler habt, denn solche Leitungen gehen da einmal ans Getriebe rein. Der Kühler sitzt manchmal hier, manchmal ein bisschen weiter vorne, aber einfach nur darauf achten, ob ihr hier seitlich bei euch Leitungen rauskommt, weil die führen dann zu einem Getriebeölkühler, sonst würden da keine Leitungen sein. Dann sind da einfach solche Stopfen drauf. Bei dem 4er BMW hatten wir das zum Beispiel, da war glaube ich kein Ölkühler. Und daran erkennt ihr das und wenn ihr den habt, dann soll man Automatikgetriebeöl 0,5 Liter mehr reinmachen, verschließen und dann das Fahrzeug über 75 Grad fahren, damit das Ganze einmal schaltet und da auch das Öl einmal entlüften kann oder reinfließen kann. Und dann soll man das Ganze wieder abkühlen und dann sollen wir Getriebeölstand prüfen und dann geht es weiter. So, wir können jetzt das Ganze befüllen und ZF schreibt Folgendes. Das Ganze befüllen. 0,5 Liter mehr reinmachen. Und wir haben halt den Vorteil mit dieser Pumpe, wir können halt hier sehen, weil wir eine Anzeige haben und 0,5 Liter mehr reinmachen. Dann soll man mit dem Fahrzeug fahren, das Ganze über 75 Grad bekommen, damit der Getriebeölkühler das Ventil schaltet und das Getriebeöl da auch einmal durchläuft. So wie es beschrieben. Dann soll man wieder auf die Bühne, dann soll man das Ganze abkühlen lassen zwischen 30 und 50 Grad Getriebeöltemperatur. Dann soll man das Ganze nochmal durchschalten, im Leerlauf laufen lassen und gucken, dass das hier leicht rauströpfelt. So, wir befüllen das Ganze jetzt mal und werden den hier schon durchschalten. Das Ganze befüllen und hier durchschalten, dass wirklich genug Getriebeöl drin ist. Und ihr könnt dann sehen, ob genug drin ist, weil, wenn wir diesen Hebel hier bewegen, dann kann Getriebeöl zurücklaufen. Da seht ihr. So, dadurch sehen wir, dass noch genug Getriebeöl rein kann. Also wenn ich dieses Ventil betätige, dann könnt ihr sehen, wie das zurückläuft. Das bedeutet, es ist noch zu wenig. Und wenn wir jetzt pumpen, dann füllen wir das Ganze auf. So, also wenn ihr jetzt 0,5 Liter mehr befüllt habt, dann empfiehlt ZF, dass ihr jetzt mit dem Fahrzeug fahrt. Meine Empfehlung ist es jetzt noch nicht loszufahren, denn jetzt das Auto zu starten, durchzuschalten und nochmal kontrollieren, dass genug Getriebeöl da ist. Weil bis ihr den auf 75 Grad aufgewärmt habt, kann es ja natürlich passieren, dass zu wenig Getriebeöl da ist. Das bedeutet, wir starten den. Starte mal. So. Wie ihr seht, hat er natürlich jetzt schon zu wenig Getriebeöl, weil er läuft. Jetzt pumpen wir die ganze Zeit nach. So, wir pumpen die ganze Zeit nach, so dass er im Leerlauf genug Getriebeöl hat und hier nichts zurücklaufen kann. Oder warten, bis es zurückläuft. Weil das überschüssige Öl läuft gleich raus, was zu viel drin ist. So, das läuft jetzt raus. So, und jetzt können wir die Gänge durchschalten, nochmal ein bisschen auffüllen.
So, und legen jetzt jeden Gang für 10 Sekunden ein. Das bedeutet D, R, D1 und D2 manuell schalten das Ganze durch. So, jeden Gang für 10 Sekunden reinmachen. Und die Räder auch ruhig die Räder drehen lassen. So, und schalten so das Ganze jetzt durch, dass genug Getriebeöl da ist. Und dann können wir immer noch ein bisschen mehr reinmachen und damit fahren und das Überschüssige nachher rauslaufen lassen. So. Er hat jetzt genug Öl und kann jetzt alles durchschalten. Und wir können immer nachpumpen, falls zu wenig vorhanden ist. Ja. Da sehen wir, dass da immer zu wenig ist. Viel zu wenig, viel zu wenig. Und seht ihr, was passieren würde? Wir würden jetzt mit zu wenig Öl rumfahren. Jetzt hat er wieder genug. Ja, jetzt kommt schon das Alte mit raus. Seht ihr, dass das hier dunkler geworden ist? Ja, es wird dunkler. Das Überschüssige läuft raus. Wir schalten alles durch. Und wichtig ist es halt, das, was wir hier machen, dass er immer genug Getriebeöl da hat. Weil wie gesagt, es könnte jetzt passieren, dass wir nur diese 0,5 reingemacht haben und er jetzt zu wenig haben würde und wir die ganze Zeit damit rumfahren würden. Deswegen wichtig, vorher durchschalten und dann rumfahren. Und wir haben jetzt schon fast, ja, 6 Liter sind drin, weil 1 Liter ist hier im Behälter noch drin. So, jetzt kommt schon, ja, jetzt wird er langsam leer. Wir füllen nach. Und der korrekte Ölstand ist, wenn er bei 40 Grad hier das Ganze leicht rauströpfelt im Leerlauf, dass der Motor im Leerlauf läuft. So, und so können wir die ganze Zeit nachpumpen. Und der korrekte Ölstand ist, wenn das Getriebe zwischen 30 und 50 Grad ist und das Ganze leicht rauströpfelt. So, wir haben wieder ein bisschen zu wenig, können nachpumpen. Ja, jetzt haben wir 7 Liter komplett drin. Also diese 0,5, das wäre einfach zu wenig, um damit rumzufahren. So, wenn wir alles durchgeschaltet haben, lassen wir ihn im Leerlauf. So, wir haben jetzt alles durchgeschaltet. Er ist jetzt auf neutral und jetzt lassen wir das überschüssige Öl, das er natürlich auch nicht zu viel drin hat, rauslaufen. Jetzt gucken wir mal, auf wie viel Öl wir kommen, bis das Ganze hier wirklich ganz leicht rausfließt. So, da jetzt sehen wir, bei wie viel Liter sind wir? 1 Liter. Das heißt, 6 Liter haben wir dem gegeben und 6 Liter ist jetzt hier drin. Und diese 0,5, das wäre einfach zu wenig für ihn. Jetzt können wir noch ein bisschen nachpumpen und das Ganze dann schließen, weil so soll das rauströpfeln. Dann haben wir jetzt, wenn wir die richtige Temperatur hätten wir jetzt genug. Aber wir pumpen jetzt ein bisschen nach, verschließen das und bringen den mal auf 75 Grad, damit das Ventil einmal öffnet. Noch ein bisschen mehr auffüllen. Bisschen mehr auffüllen, 0,5 ist jetzt mehr drin. Verschließen das Ganze. So, und können wir damit jetzt fahren oder ihr könnt ihn auf der Bühne auf 75 Grad bringen, das Getriebe. Und dann kontrollieren wir den Ölstand. So, und wenn ihr dann ihn endlich über 75 Grad bekommen habt, lässt ihr ihn jetzt noch ein bisschen im Leerlauf
und dann runterkühlen auf zwischen 30 bis 50 Grad und dann nochmal Gänge durchschalten, das Ganze kontrollieren. Wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen im Leerlauf, lassen ihn abkühlen und dann geht es bei 50 Grad weiter. So, und wenn sich das Ganze abgekühlt hat und ihr so zwischen 30 bis 50 Grad habt, dann lasst ihn jetzt nochmal laufen, schaltet nochmal alles komplett durch, jeden Gang auf 10 Sekunden und lässt dann das überschüssige Öl rauslaufen. So, wir starten ihn jetzt. Starte mal. Füllen ihn nochmal komplett auf. So, schalten alle Gänge, alle Positionen 10 Sekunden ein. Er braucht die ganze Zeit immer noch was. Pumpen immer wieder nach. So, jetzt hat er genug. Schalten alles durch und achten darauf, dass er immer genug da hat. Jetzt läuft das Überschüssige raus. Immer wieder nachpumpen. So, und lassen das überschüssige Öl auslaufen. Also lasst ihn in den Leerlauf. Können wir jeweils Motor im Leerlauf laufen lassen. Genau, Motor im Leerlauf laufen lassen und lassen jetzt das überschüssige Öl rauslaufen. So, bis das Ganze ganz leicht tröpfelt. Wir müssen hier halt noch ein bisschen bedenken, der Adapter ist noch drin, da ist das Ganze noch ein bisschen höher, aber wir müssen ihn noch einmal abschrauben, um den Stopfen reinzumachen, da wird noch ein bisschen rauskommen. Deswegen, also im Leerlauf laufen lassen, nachdem alles durchgeschaltet ist, und jetzt können wir das Ganze zumachen. Und das war's. Jetzt den Stopfen rein. Das Ganze müssen wir hier in dem Fall ein bisschen absenken. Überschüssige raus. So, das Ganze ein bisschen absenken. Dann können wir den Adapter rausschrauben. Und dann wird jetzt ganz viel Öl kommen und dann muss der Stopfen rein. Es wird mehr Öl kommen, warum? Weil er jetzt ein bisschen abgesenkt ist. So. Und weil er natürlich nicht läuft, weil wegen der Kardanwelle ist nicht gut, wenn das Ganze jetzt läuft. So, wir schrauben den so ein bisschen rein, prüfen das Ganze jetzt gleich nochmal. So. So, und jetzt können wir dem nachkommen, halt nochmal Getriebeölstand kontrollieren, Auto laufen lassen, lass mal laufen, Gänge nochmal durchschalten und das Überschüssige rauslaufen lassen.
So, und wenn er jetzt in neutral ist, jetzt muss er ganz leicht rauströpfeln. So, es läuft noch, es soll tropfen. Ja, fängt schon an zu tropfen, läuft noch ein bisschen. Ach, schon okay. Lassen wir minimal ein bisschen mehr drin. So, das Ganze einmal sauber gemacht und können das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen im Speed-Modus. Ja, den Adapter könnte man wirklich ein bisschen umändern. Vielleicht wird da auch irgendwann mal eine Lösung kommen von XXL. Ich denke mal. Ja, ansonsten ist das echt ein bisschen doof, dass man das Ganze halt wieder prüfen muss. Aber dafür hat man davor die Sauerei nicht. Hat man quasi nur einmal die Sauerei. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man bei dem BMW, beziehungsweise speziell bei dem Getriebe, Automatikgetriebeöl wechseln möchte. Schreibt bitte unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, dass man den auf 75 Grad erwärmen soll und das Ganze abkühlen lassen soll, ob ihr es für sinnvoll haltet, wegen der Getriebeöltemperatur und der Füllmenge. Und ansonsten, ja, alle wichtigen Werkzeuge, Kauflinks sind unten verlinkt das Ganze. Mit dem Rabattcode VITERWOLF kriegt ihr nochmal 5% drauf. Und ansonsten, ja, schreibt mir auch mal eure Meinung dazu, zu der Pumpe, was ihr dazu sagt. Und im Endeffekt, es waren 7 Liter drin und es sind 2,5 ist übrig geblieben von 7 Litern. Das sind 4,5 Liter, die ins Getriebe reingekommen sind. Ja, deswegen, was man jetzt noch machen kann, ist die Getriebeadaption zurücksetzen. Viele sagen, man soll es nicht machen, manche empfehlen es zu machen. Schreibt bitte auch alles unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr das macht, ob ihr die Werte zurücksetzt oder sie einfach so lässt. Das würde mich mal interessieren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!